geehrt, hochverehrtes Publikum, meine Damen, meine Herren, liebe Kinder, seien Sie herzlich willkommen in Reutlingen und freuen Sie sich mit uns auf einen staunenswerten, unvergesslichen, einmaligen Abend. Einen Abend, der wie im Fluge vergehen wird, denn wir präsentieren Ihnen heute hier auf dieser Bühne ja, was denn eigentlich? Töne. Wie Töne? Töne. Keine Elefanten? Nur Töne. Keine Seiltänzerinnen? Ach so, ja. Nur Töne also. Hat das Geld mal wieder nicht gelangt, oder was? Ist das hier etwa nichts? Ich dachte, die sind immer da. Na, da muss man eben was draus machen. Du schaffst das schon. Natürlich immer ich. Also, meine Damen und Herren, liebe Kinder, begrüßen Sie mit mir zusammen Töne. Vorhang auf für Töne. Einen donnernden Applaus für Töne.
Es war einmal ein Ton. Ping! Ein lustiger kleiner Ton. Ping! Der war glücklich und zufrieden. Er lebte so vor sich hin und manchmal ging er spazieren. Ping, pang, ping, pang, ping. Er hatte nur ein Problem. Ihm war furchtbar langweilig. Und er selber war auch furchtbar langweilig. Er war nämlich ein nichtssagender, langweiliger Ton, ein Ton zwischen Tönen. Tja, meine Damen und Herren, liebe Kinder, mehr gibt es von ihm leider nicht zu erzählen. Und wenn er nicht gestorben ist. Es war einmal ein Ton. Der hatte ein schönes Zuhause. Da war es gemütlich und da war alles immer wie immer. Da kannte er sich aus. Oh ja, da draußen, da lockten Berge und Meere. Große Städte, Reichtum, Abenteuer und manch einem wär's wohl zu eng gewesen, als Ton unter Tönen, zu eng und zu langweilig. Aber dem Ton, ping, war es nicht langweilig. Er nannte es Heimat. Heyvamın Dilkemin dildi namın Heyvamın Dilkemin dildi namın Ah ne çirvanajı namın Bendara evi namın Ne nezine duramın Heyvamın Dilkemin dildi namen Ne çirvanajı namen heyve يعني في روائح كتير يعني رائحة الورد لما الواحد يمشي على البحر فتجي رائحة البحر رائحة السمك في سوق Wenn ich auf den Markt gehe, der einmal in der Woche stattfindet, dort die Gerüche von frischem Gemüse, Obst, Gewürzen mich an meine Heimat erinnern. Dort gibt es viele Düfte, Duft von Blumen. Wenn man am Meer läuft, riecht man den Duft des Meeres und den Geruch der Fische auf dem Fischmarkt am Meer. Und in jeder Saison riecht man die Düfte von Obst, Gemüse und Gewürze. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون وسعد زيك مجنون ومهاجر ومسافر وسعد زيك حيران وسعد زيك زعلان وسعد مليان بالصمت أنا بعشق البحر أنا بعشق السماء علشان زيك مسامحة مزروعة نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة وعشان زيك بعيدة وسعد زيك قريبة بعيون متنغمة أنا بعشق السماء أنا بعشق الطريق لأنه فيه لقانا وفرحنا وشقانا وأصحابنا وشبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضعفي يا الصديق أنا بعشق الطريق
بعشق البحر وبعشق السماء وبعشق الطريق لأنهم حياة وانت يا حبيبي وانت كل الحياة. Es war einmal ein Ton, Ein glücklicher kleiner Ton. der hatte ein schönes Zuhause. Da war es ja so gemütlich. Oh ja, denn da war alles immer wie immer. Da kannte er sich aus. Und manchmal, boah, da ging er sogar spazieren. Ping, pang, ping, pang, ping. aber eines Tages, Ja, sag bloß, es passierte etwas. traf er einen anderen Ton. Mein Gott, einen anderen Ton. Möb. Hallo Ton. Möb. Oh, hallo anderer Ton. Ping. Was machst du denn so den ganzen Tag? Möb. Na, ich töne. Was soll ich denn sonst machen? Ping. Und du? Was machst du? Ich? Möb. Ich langweile. Mäp, ping, ping, mäp, ping, ping, mäp, ping. Ich tanze. Mäp, ping, wenn ich dich sehe. Dann muss ich tanzen. Weil du so schön bist, dass es mich verzaubert. Und so umtanzten sie einander. Mäp, ping, ping, mäp, ping, ping, mäp, ping. Und wurden im Handumdrehen ein wunderschönes Liebeslied.
شهر داغ حسرتم ای روی تو آینم عشقت غم دیرم بازو چو گل داری سراب بر سینه Es war einmal ein Ton. Der hatte ein schönes Zuhause. Da war es gemütlich und da war alles immer wie immer. Da kannte er sich aus. Aber eines Tages wurde er verboten. Wie? Was jetzt? Naja, es gab halt neue Herrscher und die sagten, ab sofort sind Töne verboten. Aber das können die doch nicht machen. Man kann doch Töne nicht einfach verbieten. Wenn man die Macht dazu hat? Ich bin Instrumentenbauer. Ich baue von sehr alten, traditionelle afghanische Musikinstrumente. Tambur, Rabab, Dambura, Tabla und Sarang. Es gibt nicht mehr viele Menschen auf der Welt, die diese Instrumente bauen können. Und die wenigen, die es noch gibt, mussten nach Europa fliehen. Ich bin Sänger. Ich liebe Musik. Aber im Iran kann man nicht frei als Sänger arbeiten. Die Kunst ist nicht frei im Iran. Konzerte geben kann man nur, wenn man von Regierungsbeamten die Erlaubnis erhält. Viele Leute, die im Iran als Musiker arbeiten wollen, haben diese Probleme. Meine Instrumentenladen gibt es nicht mehr. Die Taliban haben die Instrumente zerstört. Fast alle Instrumente sind verbrannt. Die Arbeit von 40 Jahren. Der Imam sagt, Musik ist haram. Der Islam, in den sie glauben, ist nicht mein Islam. Ich war im Tonstudio, habe eine CD aufgenommen und alles selber bezahlt. Aber um eine CD zu veröffentlichen, braucht man die Erlaubnis der Regierung. Diese Erlaubnis habe ich nie bekommen. Das Einzige, was mir blieb, war auf Partys und Hochzeiten zu singen. Doch dort tanzen und feiern Männer und Frauen miteinander. Deshalb werden diese Feiern von der Polizei attackiert. Alle Instrumente unserer Band wurden zerstört. Und als ich gefragt habe, warum tut ihr das? Warum zerstört ihr unsere Instrumente? Warum darf ich nicht singen? Wurde ich geschlagen und erniedrigt. Auch mich habe sie mit einer Pizza geschlagen. Und ich musste eine Unterschrift geben, dass ich nie weiter Instrumente bauen würde. Als ich geflohen bin, habe ich einen großen Koffer genommen und diese Tambur hineingetan.
Oben darauf habe ich die Kleider meiner Frau gelegt. In Taliban würde nie Frauenkleider fassen. Deshalb war mein Instrument dort sicher. Ich konnte im Iran keine Konzerte geben. Ich konnte keine Auftritte haben. So konnte ich nur noch im Geheimen singen. Im Iran nennt man solche Sänger wie mich Kellersänger, weil wir nur im Verborgenen singen, im Untergrund. Ich wünsche mir, dass die alte afghanische Musik am Leben bleibt. Für Afghanistan mache ich mir keine Hoffnungen. Und hier habe ich keine Holz und keine Werkstatt. Aber vielleicht kann ich irgendwann in der Zukunft wieder arbeiten. Vielleicht wird unsere Musik hier in Europa weiter leben. Es war einmal ein Ton, der wollte nur noch weg. Aber nein, eigentlich wollte er gar nicht weg. Eigentlich wollte er viel lieber bleiben. Weggehen war doch gefährlich, da war doch überall Krieg. Ja, aber zu Hause bleiben war noch viel gefährlicher, denn da war der Ton ja verboten. Da konnte er nicht bleiben. Ja, aber wo sollte er denn hin? Der Ton, etwas anderes als sein Zuhause kannte er doch gar nicht. Wohin auch immer, er musste sich jetzt beeilen. Ihm blieb nicht mehr viel Zeit. Ja, aber... Ich sagte, ihm blieb nicht mehr viel Zeit. Ich bin Afghanin, eine Afghanin, die Schlimmes sah. Mein Land leidet unter ISIS und der Taliban. Kann nicht einen Schritt tun, um frei durchzuatmen, während Explosionen und Bomben unsere Herzen in die Luft jagen. Mitten in der Nacht, da wecken sie uns auf. Wir schnallen und Taschen und Rucksäcke auf. Mit jeder nächtlichen Bewegung wird das Weinen der Kinder stärker, das Weglagen der Frauen, wie das Auf und Ab der Berge. Warum hast du gelacht, als ich sprach von dem Schmerz? Was weißt du denn schon von meinem Herzen? Wenn ich von mir selbst spreche oder von dieser Welt, willst du doch nicht verstehen, was in mir vorgeht. Auf dem Weg von Afghanistan bis an diesen Ort verloren wir die Besinnung, trieben ohnmächtig fort. Diese müde Schulter mit des Rucksacks Last hat den Weltuntergang an uns festgemacht. Diese Augen, die blutige Tränen, vergessen über das Unglück, das auf unsere Stirn war geschrieben. Von dieser Welt zu sprechen ist schwer, gewiss, von dem, was hinter uns liegt und die Zukunft ungewiss. Die Heimat von uns Afghanen
ist in der Hand des Feindes. Konnte ich dir doch nur meinen Herzschlag zuschicken, damit du mir glaubst, ich vergesse dich niemals, oh Afghanistan. Es war einmal ein Ton, der reiste um sein Leben. Die Welt ringsum war feindlich und nichts war so wie immer. Er wusste nicht, wohin. Hier draußen gab es nichts, das ihn schützte. Statt lockender Ferne Unüberwindbarkeit. Statt behaglicher Enge Bedrängnis und Not. Und nirgends ein vertrauter Boden. In dem ein Liebeslied hätte Wurzeln schlagen können. احنا خرجنا من العراق بداية 2016. كان الطريق صعب، انسدت الحدود. Wir haben 6-mal das Meer von Türkei nach Griechenland überquert. Und auf diesem Weg sind wir den Tod nicht 1 oder 2-mal, sondern 6-mal begegnet. Ich vergesse nie den schwierigen Weg von der Türkei nach Griechenland. Tagelang in der Kälte übernachtet. Wir hatten Hunger und nichts zum Essen. Und wenn ich mich jetzt daran erinnere, weiß ich selber nicht, wie ich das unseren Kindern antun konnte. No more war, yeah, 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 yeah. Children unite, stop fussing and fight. No more war, yeah, 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 yeah. My people unite, stop fussing and fight. No more war, yeah, 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 yeah. Children unite, stop fussing and fight. My people unite. Stop fussing and fighting. Fussing and fighting don't lead us to better way.
They give us guns and weapons to kill our lovely mothers. They give us guns and weapons to kill our lovely fathers. They give us guns and weapons to kill our sweet little brothers. They give us guns and weapons to kill our lovely sisters. Look at the life we live in. War in Africa. War in Syria. War in Somalia. War in Ethiopia. War in Libya. War in everywhere. Innocent people are dying like flies. The children are crying for peace and love. This is not the future of our children to live. I said too much of blood out there in the street. Too much of hunger out there in the street. No love out there in the street. I don't want to see that. I don't want to feel that. I don't want to hear that. Mothers are running away from their babies because of war. Babies are seeing destruction before they see a human. I wake up in the morning looking for a better day. Peace and love has been chasing away. I love to see the people living in a peaceful way. No more war, yeah. Children unite, stop fussing and fight. No more war, yeah. My people unite, stop fussing and fight. No more war, yeah. Children unite, stop fussing and fight. از ارومیه حرکت کردیم به سوی ترکیه. بعد هنوز به ترکیه نرسیده بودیم. پیاده‌مون کردن گفت برین اونجا. Als wir von Oromia nach Türkei geflohen sind, sollten wir wegen Gefahr durch Schießerei uns in der Nacht unter einem Baum verstecken. Dort waren wir sehr hoffnungslos und verzweifelt, denn wir konnten nichts machen. Suleiman, Zeliha, Metin, Korani. Es war einmal ein Suleiman, eine Selia, ein Metin, ein Korani. Die wollten nach Europa. Sie suchten Zuflucht, Freiheit, eine Zukunft, ein Leben und fanden den Tod. Korani ertrank im Mittelmeer. Metin wurde an einem Grenzübergang erschossen. Selia erstickte in einem Container. Suleiman tötete sich selbst. Mustafa, Amr, Einige Namen nur. Uday, Fadwa, Einige wenige von Tausenden, die starben.
Starben, weil sie Europäer werden wollten. Von den meisten kennen wir die Namen nicht. Um an sie zu denken, bleibt uns nichts als Töne.
Das ist ja eine furchtbare Geschichte. Ja, das ist es. Können wir sie nicht noch mal ganz neu erzählen? Wie meinst du das? Eine Geschichte von Tönen, denen es gut geht, die einfach nur ein schönes Zuhause haben, ohne diese ganzen schrecklichen Sachen. Ich weiß nicht. Wir könnten schon, aber wäre das nicht irgendwie unpassend? Oh, bitte. Können wir noch mal ganz von vorne beginnen? Mit der Stelle, von der Stelle vom schönen Zuhause. Da, 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 da. Ja gut, das ist dann die Nummer 15. Von vorne bitte direkt der Auftakt. 1, 2. Es war einmal ein Ton. Der hatte ein schönes Zuhause. Da war es gemütlich und da war alles immer wie immer. Da kannte er sich aus. Und in diesem Zuhause hatte er alles, was er brauchte. Er war ein Ton unter seinesgleichen. Und alles passte. Und alle halfen mit, hatten das gleiche Ziel, es miteinander richtig schön zu haben. Sehr gut, so muss das sein. Das gefällt mir. Nochmal bitte, genauso wie eben. Aber dann bitte Flöten und erste Geigen im dritten Takt legato. Nochmal gleiche Stelle. 1, 2. Es war einmal ein Ton. Der hatte ein schönes Zuhause. Da war es gemütlich und da war alles immer wie immer. Da kannte er sich aus. Doch eines Tages passierte etwas Merkwürdiges. Nein, wieso denn? Was denn? Da standen plötzlich fremde Töne vor der Tür. Muss das jetzt sein? Guten Tag, sagten die fremden Töne. Dürfen wir reinkommen? Nein, das passt jetzt nicht. Jetzt ist gerade mal alles schön hier. Jetzt nicht schon wieder irgendwas Neues. Aber da, wo wir herkommen, sind wir verboten, sagten die fremden Töne. Na gut, sagten die Töne, die schon immer hier waren. Wenn es unbedingt sein muss, dann kommt halt rein. Hallo. Hallo. Jetzt Ruhe bitte, gleiche Stelle von vorne. Können wir nicht bei euch mitspielen? Fragten die fremden Töne. Wenn wir doch nun schon einmal hier sind, dann können wir uns doch auch nützlich machen. Nein, nein, sagten die Töne, die schon immer hier waren. So geht das nicht. Wir üben hier seit Jahren, dass alles zusammenpasst. Na, 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 na. Da kann nicht einfach irgend so ein Ha daherkommen und mitspielen wollen. Wie soll das gehen?
So, jetzt seid bitte ganz leise, dann könnt ihr hier bleiben. Und die Töne, die schon immer hier waren, versuchten nicht weiter auf die fremden Töne zu achten und sich auf ihre Aufgabe zu konzentrieren, es miteinander richtig schön zu haben. Es war einmal ein Ton. Der hatte ein schönes Zuhause. Doch so sehr sie sich auch Mühe gaben, irgendwie wollte ihnen das Schönhaben diesmal nicht so recht gelingen. Da war es gemütlich und da war alles immer wie immer. Irgendwie war diesmal alles ganz anders als sonst. Da kannte er sie. Ich spreche von Vertriebensein und dem Bedauern, nicht fliegen zu können. Du sprichst von klangvollen Versen, eine Melodie. Ich spreche von Fortgehen und von der Kälte einer leeren Welt. Du sprichst von Verweilen und beschreibst die Güte einer Welt ohne Sorgen. Ich spreche von Sein, von Nichtsein, vom Sterben und davon, unter Trümmern begraben zu werden. Du sprichst von grünen Sprießen dieses jungen Baumes und von einer geruhsamen Zukunft. Ich spreche von Du sprichst von Es war einmal ein Ton. Ping! Der traf einen anderen Ton. Ja. Irgendwie ist er komisch. Ja. Er ist so anders. So fremd. Er ist so yo, ping, yo, ping, yo, ping, yo. ping. Und nicht nur er ist fremd. Immer mehr sind fremd. Sie sind so Map und nah und Paf und Schalala und Palim Palim und Gdoing. Und irgendwann merkte der Ton, dass ihm die ganze Welt fremd geworden war. Die ganze Welt kompliziert geworden war und nur wenige so waren wie er. Und da wusste er gar nicht mehr, wo er hingehört. Und er hätte am liebsten eine hohe Mauer gebaut und die anderen Töne alle nach Hause geschickt. Oder einen starken Herrscher gehabt, der dafür sorgt, dass all die Töne, die so anders sind und so fremd sind, ab sofort verboten werden. Ach so. Und jetzt? Jetzt. Also, meine Damen und Herren, sagten die Töne, die schon immer hier waren, wir müssen uns kurz beraten. Und ihr fremden Töne,
Ihr zieht jetzt erst einmal eine Nummer und wartet. Ich bin frei wie ein Vogel geboren. Ich habe gesungen, gelacht und gelernt. Ich habe mein Haus gebaut und verziert. Doch plötzlich kam ein Wind und hat mein Dach weggerissen. Feuer hat mein Haus abgebrannt. Und der Sturm hat mein ganzes Haus weggezogen. Ich bin tausende Kilometer geflogen, bis ich in einem Ort angekommen bin. Meine Flügel sind vom langen Fliegen müde. Mein Herz ist ganz schwer und so traurig, weil nirgendwo Musik ist. Ich kann nicht mehr atmen. Ich bin zwar angekommen, aber es ist unklar, ob ich hier bleiben darf. In meiner Zukunft sehe ich, dass ich ein Haus habe, in der dass ich meine Kindheit erlebe, mit viel Lachen, Frieden und Freude. Um dieses Haus zu erreichen, werde ich kämpfen. Hoffnung ist das Einzige, was ich habe. Ich wohne in einem Käfig. Sein Dach ist aus dunklen Wolken. Sein Boden aus Dornen. Er ist von schwarzer Farbe gefärbt. Ich möchte ein Haus. Sein Dach aus Licht. Sein Boden aus Hoffnung. Seine Wände und Türen aus Liebe und Freude. Ich baue ein Haus. Ich will ein Haus bauen. Sein Dach aus Sonne. Sein Boden aus Rosen. Seine Wände und Türen aus Tanz und Musik. In meinem Haus gibt es keine Schmerzen und Traurigkeit. Es gibt keine kalten Nächte. In meinem Haus gibt es keine Kriegskummer. Denkst du, man kann es hier bauen? Es
مثل کوهی که مثل ابری که میبارد میخواند سرم را میدهم بر باد میدانم به عزت این سبب را عشق میخوانم به عشق میخوانم این گونه در غربت حیرانم به سان کفتری گم کرده را در راه بیراهی مهمانم امیدم هست امید دارم امیدوارم که در زندان نمیمانم. Es waren einmal Töne, die waren schon immer hier und sie waren sehr klug. Sie wussten für alles eine Lösung und wenn sie mal keine Lösung wussten, dann fanden sie eine. Also, das ist ganz einfach. Wir können euch nicht alle hier behalten, das werdet ihr doch verstehen. Aber keine Sorge, wir wollen euch auch nicht alle verbieten. Wir sind gute Töne. Wir verbieten keine Töne. Okay. Sagten die fremden Töne, aber wir können natürlich nicht alle aufnehmen. Deshalb erstens, böse Töne sind bei uns verboten. Zweitens, gute Töne, die aus einem sicheren Land kommen, sind bei uns verboten. Drittens, Töne, die zu Hause nicht verfolgt wurden, sondern nur arm oder krank oder hungrig waren, sind bei uns verboten. Viertens, Töne aus einem unsicheren Land, die auf ihrer Reise zu uns durch ein anderes sicheres Land gekommen sind bei uns verboten. Okay. Sagten die fremden Töne, alle anderen dürfen bleiben. Denn wir sind gute Töne und alle, die bleiben, dürfen irgendwann auch bei uns mitspielen. Deshalb müsst ihr jetzt alle üben, so zu klingen wie wir. Okay. Sagten die fremden Töne und übten so zu klingen wie die Töne, die schon immer da waren. La 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 la. Alle zusammen. La 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 la. Nochmal genau hinhören. La 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 la. La 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 la. Ja, schon besser. Und unterdessen begannen die Töne, die schon immer hier waren, die fremden Töne zu prüfen. La 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 la. Wer von euch ist ein böser Ton? Wer von euch ist ein guter Ton aus einem sicheren Land? Wer von euch war nur arm oder krank oder hungrig und nicht verfolgt? Wer von euch ist aus unsicherem in unser sicheres über ein anderes sicheres Land gereist? Sicher?
Und wer von euch ist ein guter verfolgter Ton, der sich ganz sicher ist, dass er aus unsicherem in unser sicheres, über kein einziges anderes sicheres Land gereist ist? Und die Töne, die schon immer hier waren, prüften und prüften und prüften. Und die fremden Töne übten und warteten, warteten und übten. Je mehr sie aber übten und warteten, warteten und übten, desto weniger fremd waren sie und desto mehr wurde diese fremde Umgebung ihnen ein neues Zuhause. Die Töne, die schon immer hier waren, gewöhnten sich allmählich an sie. Sie wurden Freunde und manchmal hörten sie sich gegenseitig zu. Spielten gegenseitig mit und merkten, dass das Fremde schön sein kann. دور دومی مخمل بگوشم گدار سومش دیدی یاره یاره گل زردم گل دردم به جفایت شکوه نکردم تو بیا تا دور تو گردم آی ای یاره جان ای یاره جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی دیگر جوانی Sagten die Töne, die schon immer hier waren und Wochen, Monate, Jahre lang geprüft hatten. Wir haben jetzt zu Ende geprüft.
sagten die fremden Töne, die nun keine Fremden mehr waren, und die Töne, die schon immer hier waren und sich mit ihnen angefreundet hatten. Und sie bekamen ein bisschen Angst. Wir wissen jetzt, wer bleiben darf und wer nicht, sagten die Töne, die Wochen, Monate, jahrelang geprüft hatten. Okay. Sagten die fremden Töne, die nun keine Fremden mehr waren, und ihre neuen Freunde. Und sie bekamen noch mehr Angst. Tja, meine Damen und Herren, an dieser Stelle endet unsere Geschichte. Echt jetzt? Was soll das denn für ein Ende sein? Naja, weißt du denn, wie die Geschichte weitergeht? Nein, natürlich nicht. Na, siehst du? Aber das kann doch nicht. Wofür haben wir Töne? Es war einmal ein Tag, der hatte einen Traum. Er träumte, träumte, träumte. آرزو داشتم که مثل همه آرمان‌های دویلن و همه تارا می بود، همه تو مردم خوب می بود. Ich wünschte, ich würde ein Afghanistan haben wie Deutschland. Ruhig, ohne Krieg und ohne Angst vor dem Tod der jungen Menschen. Ich wünsche, dass auch im Afghanistan wie in Deutschland die Menschen, egal welches Alter und welches Geschlecht, jeder die gleichen Rechte und den gleichen Status haben können. افغانستان جنگ بود ما که مکتب میرفتیم یا جای میرفتیم یعنی Ich wünsche, dass man auch in Afghanistan ruhig und regelmäßig in der Schule gehen kann. Ich möchte später eine Ärztin werden. Egal, ob hier oder in Afghanistan. Es war einmal ein Tag, der hatte einen Traum. Er träumte, 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 träumte. Du und ich sind beide Afghanen, sind ein Mensch, ein Muslim. Du und ich haben das Recht, zu sagen, verdammte Flucht. Müssen ab jetzt gemeinsam unsere Wege vereinen.
Wir alle haben eigentlich so viel gemeinsam. Auch wenn unsere Gesichter sich unterscheiden. Und manche Herzen sich unterscheiden. Sind wir doch alle nur Menschen. Alle nur Menschen. Es war einmal ein Ton, der hatte einen Traum, er träumte, Es war einmal ein Mustafa, ein Osamia, eine Luwan. Die wollten nach Europa. Sie suchten Zuflucht, Freiheit, eine Zukunft. Europa war zu jener Zeit ein wenig müde geworden. Es hatte ganz vergessen, wie viel Zuflucht und Freiheit und Zukunft ihm eigen war. Ein Glück, dass Mustafa, Osamia und Luwan kamen. Denn mit ihrer Suche erinnerten sie das restliche Europa wieder daran, dass es dies alles hier so reichlich gab. Ihr möchtet bleiben, wir möchten, dass ihr bleibt. Mustafa, Osamia und Luwan nicht, dass man euch abermals vertreibt. Wurden überzeugte und wache Europäer. Wer seinen Weg aus Krieg und Not zu uns herfand, und mit ihnen begann, den wollen wir als Nachbarn hier in unserem Land. Was viele Jahrzehnte später als europäischer Frühling in die Geschichtsbücher einging.
نفس قدس تو احیای من چون تویی امروز مسیح های من حالت جدید تو پریشان کنی وایو به حال دل شیدای من ز تو دوری توان نبیگم جانم دست و صبوری نتوان نبیگم بیا حبیبم بیا طبیبم بیا حبیبم بیا طبیبم Dankeschön.